Ricardo ist nicht dein leiblicher Vater. Ich brauche erst mal Zeit für mich. Lasst mich alle in Ruhe und sucht nicht nach mir. Sie scheint wirklich eifersüchtig zu sein. Die hat sogar ein Foto mitgeschickt. Guck mal, sieht ganz scharf aus. Vielleicht sollte ich mich ja mal mit ihr treffen. Warum passiert auch immer mir sowas? Mann! Verdammter Mist! Andi? Gott, was hast du denn gemacht? Ich? Das war dein Obergraf, Penner. Was? Was ist denn passiert? Spontane Aktion, das kannst du ahnen. Verschwinde, der Kerl ist vergeben. Na und? Das bin ich auch. Dann geh nach Hause und schäm dich. Geh nach Hause. Was soll denn das überhaupt? Das fragst du nicht im Ernst, oder? Eins sag ich dir, wenn du Kim das Herz brichst, dann mach ich dich fertig. Ist das klar? Was zwischen Kim und mir läuft, geht sie den Dreck an. Soll ich Ihnen etwas Eis zum Kühlen bringen? Danke, ist schon okay. Er hat dir eine verpasst, weil er dachte, du betrügst mich. Ja, und das ohne Vorwarnung. Jetzt hat er nicht mehr alle Latten am Zaun. Er hat dir gedroht. Nicht mit mir. Beim nächsten Mal. Dann mache ich den fertig. So viele Jahre, so viele Erfahrungen, so viele Fehler. Und irgendwann wähnst du dich in der trügerischen Sicherheit, dass du alles schon mal erlebt hast. Und dann wachst du auf. Und dann merkst du, dass du bis ans Ende deiner Tage ein Opfer deiner Leidenschaften bleibst. Warum bin ich auch so blöd und mach so einen Dreck überhaupt mit? Ich, dein Freund, wer soll denn das überhaupt glauben? War doch klar, dass das Stress gibt. Hallo? Mitleid sieht irgendwie anders aus? Er liebt mich. Wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an meine Cousine, ja? Danke. Mimi hätte nicht gewollt, dass ihre Bilder in einer privaten Sammlung landen. Sie hätte gewollt, dass sie unter Menschen sind, mitten im Leben. Ich weiß. Dasselbe hast du auch über mich gesagt. Du willst, dass ich ausgehe und mich ins Leben stürze und nicht ständig bei dir hocke. Aber ich kann nicht, weil ich die ganze Zeit auf dich warte. Und ich weiß, dass du irgendwann wiederkommst. Deshalb bleibe ich hier. Larissa, du fühlst dich schon ganz wie zu Hause. Wo die Familie ist, fühlt man sich immer zu Hause. Gefällt dir dein Zimmer? Ich schlafe so schlecht und die Grillen zirpen so laut. Vielleicht solltest du deine Wohnung doch nicht so schnell aufgeben. Danke, Ricardo. Ich wohne sehr gerne bei euch. Ich genieße eure Gastfreundschaft. Das hatte ich befürchtet. Hey, da bist du ja.
Streitet ihr? Nein. Wir haben nur gerade festgestellt, wie schön es ist, dass wir uns endlich richtig kennenlernen können. Gibt's was Neues von Timo? Ich habe vorhin noch mal bei der Polizei nachgefragt. Nichts. Wie lange will er das noch durchziehen? Er muss doch wissen, dass wir ganz verrückt sind vor Sorge. Das ist seine Antwort auf die Lüge. Und er muss erst mal verarbeiten, dass ich nicht sein leiblicher Vater bin. Ach, es gibt Schlimmeres. Emilio. Buenas, ich wollte gar nicht groß stören oder so. Tag, Herr Mendes, Frau Mendes, Frau. Hast du was von Timo gehört? Kann man so sagen, ja. Wo steckt er? Keine Ahnung, er hat mir nur so eine komische SMS geschrieben. Es geht ihm ganz okay und er lebt gerade bei einem Freund auf dem Festland. Ja, geht es vielleicht auch noch etwas genauer oder ist es jetzt das große Rätselraten? Ich weiß doch auch nicht mehr. Ich habe nur eine SMS bekommen. Aber er lebt und er kann schreiben. Ist doch besser als gar nichts, oder? Könnte schlimmer sein. Hast du Hunger? Oh ja. Na dann setz dich. Aber Charlie, ich bitte dich, was hast du denn erwartet? Es war doch nur eine Frage der Zeit, bis die beiden sich über den Weg laufen würden. So groß ist die Insel schließlich nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Clarissa wohnt jetzt bei Julia auf der Finca. Ich glaube es nicht, meine arme Tochter. Muss Nerven wie Drahtseile haben. Ich mach jetzt Schluss. Du hab noch eine schöne Zeit, ja? Mach's gut. Hallo, Helena. Hallo, Herr Brandner. Hier mit Arbeit eingedeckt. Und so sieht man also aus, wenn man ein paar Wochen auf Mallorca verbringt. Dankeschön. Also, falls Ihnen der Sinn nach Urlaub steht, ich kann die Insel so empfehlen. Und nehmen Sie Nico mit. Die letzten Wochen müssen ja eine Tortur für Sie gewesen sein. Ich bin froh, dass Sie da waren. Ach, das ist doch selbstverständlich. Ja, für mich nicht. Ich habe mir gedacht, wer viel arbeitet, der muss auch viel essen. Wohl eher viel Sport machen. Das hast du doch nicht nötig. Ein Orangensaft, bitte. Die Vitamine kommen sofort. Ja, und jetzt steht die Versteigerung von den Werken unserer Großmutter ins Haus. Nico hatte die Auktion schon vor ihrer Abreise nach Tibet geplant. Aha, Wilhelmine Baxter. Und Nico ist es wichtig, dass alle Bilder in einem ordentlichen Museum landen. Ich habe eigentlich gedacht... So, Dankeschön. Bitte. Nico würde ein paar dieser Bilder für sich behalten. Schließlich hat sie Nico zur Fotografie gebracht. Ja, das fiel ihr auch nicht leicht, aber dann hatte sie die Idee mit der Landstein-Stiftung. Aha. Wohin geht denn der Erlös? An Angehörige von Koma-Patienten. Nico verbindet so viel damit. Hoffentlich bringt sie das auf andere Gedanken. Ja, und vielleicht wieder ein Stück zurück ins Leben. Ja, mein Entschluss steht fest. Also versuch gar nicht erst, mich umzustimmen. Nico, niemand erwartet von dir, dass du gleich wieder die Leitung des Auktionshauses übernimmst. Du brauchst nicht zu kündigen. Doch. Ich möchte so viel Zeit wie möglich mit Philipp verbringen. Aber dafür hat doch jeder Verständnis. Und warum muss ich mich dann rechtfertigen? Du sollst nur nichts überstürzen. Nimm eine Auszeit, arbeite zu Hause. Und wie stellst du dir das vor? Soll ich meine Kunden vielleicht am Krankenbett von Philipp empfangen? Du sollst nur nicht gleich alle Brücken hinter dir abbrechen. Nico, da draußen gibt's eine Welt, da ist... Ich kann nicht, okay? Warum nicht? Es geht einfach nicht. Ich akzeptiere das einfach, bitte. Nico, vergiss nicht, dass du noch lebst. Philipp auch. Und deshalb möchte ich ihn keine Sekunde alleine lassen. Und wie lange soll das noch so weitergehen? Ludwig, ich habe es ihm versprochen. In guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich möchte zu ihm. Deine Abschläge machen mich traurig. Zu verkopft, zu wenig aus der Hüfte. Außerdem landen die Bälle durchs offene Fenster im Salon. Vielleicht treffe ich ja besser, als du denkst. Und das Ganze war Absicht. Ausgerechnet du, du Stümper. Ehrlich gesagt dachte ich auch, du wärst auf Mallorca. Bittest Tanja um Vergebung und ein kleines bisschen Liebe. Da ist wohl was dazwischen gekommen.
doch nicht etwa eine Erkenntnis. Was denn? Du hast doch nicht etwa tatsächlich auf meinen Ratschlag gehört. Ich bin ja fast ein wenig gerührt. Ich frage mich sowieso, was mit dir los war. Hast du jetzt eine Frauenzeitschrift verschluckt oder warum wirfst du plötzlich mit Beziehungstipps um dich? Vielleicht wollte ich mir einfach das Schauspiel nicht entgehen lassen, wie sie dir den Rest gibt. Und damit es soweit kommt, muss Tanja dich erst noch mal erhören. Und das wird sie, verlass dich drauf. Weißt du, dass du dich für Lydia zum Affen gemacht hast, das konnte ich ja noch verstehen. Aber für Tanja... Dann pass mal schön auf, dass du nicht die Kontrolle verlierst. Ich habe sie nicht verloren, ich habe sie freiwillig abgegeben. Aber das musst du nicht verstehen. Du kannst schließlich nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man alles für den anderen tun würde. Man macht sich zum kompletten Idioten. Und das überlasse ich lieber anderen. Elisabeth liebt diese Amor-Statue. Kuchen, Chica? Hey, das ist mein Lieblingskuchen. Woher wusstest du das? Vermutlich sind wir verwandt. Nichts gegen die Küche im Zentrum, aber das, was Emilio da Kuchen nennt. Deshalb essen wir den Kuchen auch hier. Sonst noch irgendwelche Beschwerden? Mein Bett ist steinhart. Aber das muss wohl so sein in einem katholischen Bootcamp. Ja, wir leiden gerne. Und, bereust du schon, bei deinem verrückten Vater geblieben zu sein? Ich bin jung und habe einen stabilen Rücken. Gut. Ich habe was für dich. Du suchst doch immer noch nach coolen Riffs. Was ist das? Ich habe sie von einem alten Straßenmusiker aus San Francisco. Und der hat sie direkt von Smooth Eddie Nelson. Das ist doch der Typ mit den Hawaii-Hemden und der roten Gitarre. Der King der Surfgitarre. Oh Mann, ich habe jahrelang versucht, genauso zu spielen wie er. Keine Chance. Du hast viel mehr Talent, also wenn du willst, schenke ich sie dir. Sind sogar noch die originalen Notizen von ihm drin. Du bist echt ein Freak. Langsam weiß ich, warum du ausgerechnet Priester geworden bist. Wieso? Jesus war doch der erste Surfer. Wusstest du das nicht? Wie kommst du darauf? Er konnte übers Wasser gehen. Jede Einzelauktion muss richtig gut vorbereitet sein, weil die Bilder von Mimi dürfen nur zum Höchstpreis über den Tisch gehen. Die Stiftung braucht wirklich jeden Cent. Was ist mit der Gästeliste? Gibt's da schon Zusagen? Die Gästeliste, ja, die steht, aber... Du hast die Einladung noch nicht verschickt. Ich wollte ja, aber die Texte für die Kataloge sind noch nicht fertig und... Oh, das wird knapp. Bis wann könntest du denn fertig sein? Ich habe dir da ein wenig Material zusammengestellt. Mir? Ja, die Texte sind auch schon fast druckreif, nur die Porträts. Moment mal, du willst, dass ich über Mimi schreibe? Nico, diese Fotografien, die sind dann ein und alles. Keiner weiß mehr darüber als du. Was ist los? Elena, ich habe heute Morgen gekündigt. Ich werde vorerst nicht mehr arbeiten. Was? Nico, warum? Okay, vergiss das Alltagsgeschäft, aber ich weiß doch, wie viel die Mimis Bilder bedeuten. Deshalb hoffe ich auch, dass du dich persönlich darum kümmerst. Ich bin raus. Aber denkst du nicht, dass es dir gut tun würde, dich mit etwas anderem zu beschäftigen und unter Leute zu gehen? Und Helena, ich kann hier nicht weg. Versteh das bitte. Und jetzt möchte ich mit Philipp alleine sein. Ich bringe dir nachher die Unterlagen vorbei. Klar. Störe ich? Nein. Arno wollte eigentlich zu Nico, aber da habe ich ihn so in Beschlag genommen.
Ja, dann dürfte es auf eine halbe Stunde auch nicht mehr ankommen. Herr Brandner, ich müsste dringend mit Ihnen reden. Es geht um Nico. Ich mache mir furchtbare Sorgen um Sie. Na ja, natürlich. Jetzt zeig mal. Wow. Oh, voll schöne Lila. Schön, dass es dir gefällt. Möchtest du vielleicht auch so eins haben? Es tut auch gar nicht weh. So geht es eh nicht. Da muss Eis drauf. Du, wie hat denn Ansgar eigentlich geguckt, als er das über mich gesagt hat? Traurig oder eher so hoffnungsvoll? Ich würde sagen, eher so vollpfostenmäßig. Mann, ich werde dir das doch nicht zum 300. Mal erzählen. Es ist aus, okay? Vergiss es. Au, verdammt! Was hat dieser Typ eigentlich außer Geld und psychischen Problemen? Was hast du eigentlich gegen Ansgar? Nichts, außer dass er über Leichen geht? Der hat dir doch schon mal eine Frau ausgespannt, oder? Ja, na und? Außer den Daumen geht's doch überhaupt gar nicht. Der Typ ist kriminell. Und er hat Pomade im Haar. Also wenn er dir schon mal eine Frau ausgespannt hat, dann hoffe ich, dass er dieses Mal auch keine Skrupel hat. Du hättest dich großartig mit Mimi verstanden. Sie war eine ausgezeichnete Fotografin und ein wirklich total verrücktes Huhn. Und stur. Wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hatte, dann... Dann weiß ich jetzt ja endlich, von wem du das hast. Ich wusste, dass du wiederkommst. Was machst du da? Ich sortiere Unterlagen für Helena zur Übergabe. Ich habe gekündigt, Warum? weil du mir schon immer wichtiger warst als meine Karriere. Nicola, Helena hat recht. So kann das nicht weitergehen. Was? Du gehörst zurück ins Leben unter Menschen. Ich bin hier bei dir. Ich meine die anderen. Ich brauche die anderen nicht. Ich brauche nur dich. Julia? Ich bin hier oben. Muss ich mir Sorgen um Clarissa machen? Sie lebt doch noch, oder? Deine Mutter und ich, wir kommen schon klar. Unsere Unterhaltung war nur ein wenig sportlich. Siehst du mal von meiner Seite. Erst kommt dein Vater uns besuchen, dann zieht deine Mutter bei uns ein. Was kommt als nächstes? Die bucklige Tante, der böse Bruder. Wir müssen Timo finden. Den finden wir schon. So viele Freunde auf dem Festland hat er nicht. Und wenn er nicht mit uns reden will? Wir sind seine Eltern. Er weiß, dass wir ihn lieben. Vor allem weiß er jetzt, dass wir ihn sein ganzes Leben lang angelogen haben. Du machst dir das immer so einfach. Hey, wenn es nach mir ginge, wüsste er längst Bescheid. Also ist es meine Schuld. Nein. Ich habe dich in deiner Entscheidung unterstützt und dazu stehe ich auch. Ja, Mist. Schon wieder daneben. Magst du das Lied? Oh ja. Es erinnert mich an etwas. Ist lange her. Ich weiß, du hast eigentlich keinen Bock, darüber zu reden, aber warum habt ihr euch damals getrennt, meine Mama und du? Und warum war sie so sauer auf dich? Sie hatte einen Grund dazu. Weil du sie wegen einer anderen verlassen hast. Ganz so einfach ist es nicht. Also, ich habe sie vor deiner Mutter gekannt. Die große Liebe? Sie war mehr als das. Sie war auch meine Seelenverwandte, mein zweites Ich. Vielleicht ist die große Liebe auch nur deshalb so groß, weil sie unerfüllt ist. Das Lied hat mich an sie erinnert. Dieses Gefühl, diese Verbundenheit zwischen euch beiden. Hattest du sowas nochmal? Ja. Verstehe. Bei Gott. Jetzt weißt du, warum ich Priester geworden bin. Dass Jesus Surfer war, ist also nur die halbe Wahrheit. Unentschieden.
Der Arm ist eindeutig ab. Das sind 2 Punkte. Das war ein Zufallstreffer. Wie auch immer. Jetzt kommt der Kopf, danach das Herz. Und das ausgerechnet bei Amor, wie bildhaft. Ach, und du machst dich also nicht zum Idioten. Darf ich dich in dem Zusammenhang noch mal kurz an Lydia erinnern? Jeder holt sich seine Blessuren auf dem Schlachtfeld der Liebe. Von wegen. Sie ist dir abgehauen. Mit deinem ungeborenen Sohn. Und du bist untergegangen? Bei einer Frau wie Lydia muss man sich dafür nicht schämen. Bei Tanja hingegen... Du weißt nichts über sie. Also maßt du dir auch kein Urteil über sie an. Schlag schon ab, Romeo. Tanja liebt mich. Sie hat nur vorübergehend das Vertrauen verloren. Aber das werde ich zurückgewinnen. Und weißt doch warum? Weil du nichts Besseres findest? Weil nur ein Idiot nicht alles riskiert, wenn die Liebe auf dem Spiel steht. Selbst du würdest es doch jederzeit wieder tun. Und du hast dich dafür, weil du es weißt. Kopf und Herz mit einem Schlag. Das war's dann wohl. Frau Dröge, ist Frau Wolf im Haus? Da kommt sie gerade. Ich meinte Frau Wolf Junior. Kämmert heute frei. Soll ich sie anrufen? Nein, nein, nicht nötig. Na du? Ist dir den Mittagstisch reserviert? Na klar. Ja. Und danach kaufen wir noch ein kleines Geburtstagsgeschenk für unsere Kim als Zusatz, damit sie auch was zum Auspacken hat. Okay? Hast du denn schon eine Idee? Ich habe den Gutschein für die Fahrstunde übrigens schon vorbereitet. Schau mal. Schön. Süß, oder? Wie wär's denn mit einer CD dazu? Hast du gerade deine kreativen 5 Minuten? 18. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass unsere Kleine schon 18 wird. Ja, du nicht, aber sie denkt an nichts anderes mehr. Und an ihr Geschenk natürlich. Unsere Jüngste macht den Führerschein. Verstehst du das denn nicht? Die Welt da draußen ist mir egal. Ich will hier bei dir sein. Ich bin nicht hier, Nicola. Für mich schon. Du bist so voller Energie und voller Leben. Ich will, dass du wieder glücklich wirst und lachst. Dann versprich mir einfach, dass du hier bei mir bleibst. Das kann ich nicht. Das weißt du auch. Da draußen sind Menschen, die auf dich warten, weil sie dich lieben. Und sperr sie nicht aus. Die verstehen mich aber nicht. Nicht so wie du. Im Moment verstehe ich dich auch nicht mehr. Was? Ist das dein Ernst? Ohne mich wärst du schon längst tot. Sie hätten einfach die Geräte abgestellt. Und was ist, wenn sie recht haben? Nico? Nico, bist du da? Nico, Arno macht sich Sorgen. Lass ihn rein und rede mit ihm. Nein. Verschließ dich nicht vor allem. Das funktioniert nicht. Aber ich ertrage es nicht, wenn du wieder gehst. Bitte, Philipp. Ich komme wieder, versprochen. Arno, komm rein. Ich habe deine Stimme gehört. Hast du Besuch? Also, der Kirchenvorstand hat sich sehr zufrieden gezeigt. Ihr Spendenaufruf bei der letzten Sonntagsmesse war ein großer Erfolg. Das freut mich sehr. Oh nein, wo habe ich denn nur meinen Kopf? Der Schlüssel für die Sakristei liegt auf meinem Schreibtisch. Macht es Ihnen was aus, wenn wir noch mal kurz zurückgehen? Nein, gar kein Problem. Dankeschön, vielen Dank. Ich fass es nicht. Du bist seit ein paar Wochen aus dem Gefängnis und hast schon mehr Klamotten als ich.
Senor Mendes hat sicherlich nichts dagegen, wenn wir uns ein bisschen zu ihm setzen. Wenn du dich setzen musst, Ricardo freut sich sicherlich über deine Gesellschaft. In der Tat. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Danke. Immer noch keine Neuigkeiten von Timo? Er hat einem Freund eine Nachricht geschrieben, dass er auf dem Festland ist. Dann dürfte es doch kein Problem sein, ihn zu finden. Und ich telefoniere gerade alle Leute durch, die Timo jemals auf dem Festland kennengelernt hat. Zumindest die, von denen ich weiß. Wahrscheinlich wartet er schon darauf, dass Sie ihn endlich suchen und ihn nach Hause zurückholen. Das hoffe ich. Helena hat mir schon erzählt von deinen Plänen mit der Landstein-Stiftung. Ja, ich möchte Menschen helfen, die in meiner Situation sind. Aber einfach das Geld nicht haben, jeden Tag an der Seite ihres Partners zu sein. Also ich fände es großartig, wenn du selber als Initiatorin die Auktion leiten würdest. Ach, schön, dass ihr alle wisst, wie ich mein Leben zu leben habe. Also wir sorgen uns um dich, Nico. Ich meine, du verschanzt dich hier. Arno, wenn dir das nicht passt, dann lass mich in Ruhe. Schon gut, beruhige dich. Nico, du mutest dir zu viel zu. Die ganze Zeit in diesen 4 Wänden, in der Stille, allein. Arno, ich bin nicht allein. Philipp ist manchmal bei mir. Und wir reden miteinander. Ich weiß, das muss sich jetzt total verrückt anhören, aber keine Angst. Ich weiß, dass seine Erscheinung nicht real ist. Und was sprecht ihr so miteinander? Es gibt so viele Dinge, die zwischen uns noch nicht geklärt sind. Aber genau deshalb kann ich nicht arbeiten, verstehst du? Ich habe Angst, dass wenn ich weggehe, dass Philipp niemals wiederkommt. Sirens in the distance cry. The trumpet is sounding for someone tonight. Bis ich 18 war, habe ich nicht gewusst, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Unsere Mutter hat uns direkt nach der Geburt getrennt und es nicht für nötig gehalten, uns davon zu erzählen. Sie ist schuld, dass ich mich in meinen Bruder verliebt habe. Ich hatte gehofft, die Auktion würde sie wieder in unsere Welt zurückbringen. Ganz langsam, mit kleinen Schritten. Glauben Sie, das ist gut für Nico, den ganzen Tag an Philipps Bett zu sitzen? Wer kann das schon wissen? Niemand kann in einen anderen Menschen hineinsehen, egal wie gut man ihn kennt. Aber den ganzen Tag da drinnen bei Philipp, der nur noch von diesen Maschinen beatmet wird. Es geht Helena hier nicht um unsere Wahrnehmung. Für Nico ist es vielleicht ganz heilsam, jetzt bei Philipp zu sein. Eine andere Aufgabe könnte sie sowieso nicht wahrnehmen. Jetzt, wo sie in Gedanken ununterbrochen bei ihm ist. Ja, es ist auch nur die Auswahl der Fotos, die Organisation von dieser Auktion. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber Sie müssen, Helena. Nico können wir im Moment nicht mehr zumuten. Sie steht kurz vor ihrem Zusammenbruch. Sie hält sich ja nur noch mühsam aufrecht. Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bitte Sie, Helena, kümmern Sie sich um die Auktion. Ordnen Sie die Bilder, bereiten Sie den Katalog vor. Für all das, was Nico jetzt im Moment nicht schafft. Ja, wenn Sie glauben, dass ich ihr damit am meisten helfe.
Wenn man darüber nachdenkt, man könnte wahnsinnig werden. Dieser Mensch, der Philipp überfahren hat und ihn hat liegen lassen. Er hat nicht nur Philipps Leben zerstört, sondern auch das von Nico. Keine Sorge, Herr Brander, das werde ich nicht zulassen. Ich kümmere mich um den Katalog. Dann hat Nico wenigstens eine Sache, um die sie sich keine Gedanken machen muss. Danke, Helena. Jetzt sag schon, wer ist es? Der coolste und süßeste Typ der ganzen Welt. Und wie alt? Anfang 20? Studiert er noch? Nein. Das hat er auch schon hinter sich? Naja, ich stehe eben auf reifere Semester. Jetzt sag nicht, du hast dir so einen Sugar Daddy geangelt. Du hast das Adressbuch. Ich habe das schon überall gesucht. Ich wollte noch ein bisschen rumtelefonieren. Schon erledigt. Und? Timo ist in Barcelona. Bei Ferran. Bei Ferran? Aber die beiden haben sich doch schon seit Jahren nicht gesehen. Sandkastenfreundschaften halten ewig. Ich habe mit seiner Tante gesprochen und sie hat versprochen, ein Auge auf ihn zu haben. Danke. Ich hole unseren Jungen zurück. Ja. Nein, Nico von Lahnstein wird das Projekt leider nicht mehr weiter betreuen. Ja, das ist sogar sehr bedauerlich. Aber ich sorge dafür, dass die Auktion ganz in ihrem Sinne verläuft. Deswegen kümmere ich mich auch persönlich um die Herstellung des Katalogs. Natürlich schaffe ich das rechtzeitig. Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Nicola, Da bist du ja wieder. ich habe es dir doch versprochen. Danke, dass du Arno reingelassen hast. Es war gut, dass er da war. Ich hatte seit langem mal wieder das Gefühl, dass mich jemand wirklich versteht. Und ich finde es rührend, dass sich alle Sorgen um mich machen. Aber mir ging es in den letzten Tagen noch nie so gut wie jetzt mit dir. Du weißt, dass es nicht ewig so weitergehen kann, oder? Was ist denn los? Was hast du denn auf einmal? Du weißt, warum ich zu dir komme, stimmt's? Weil du mich liebst. Und deswegen will ich, dass du mich loslässt, Nicola. Das ist nicht dein Ernst. Nicola, bitte sieh dich um. Sieh mich an. Was da liegt, bin nicht mehr ich. Und tief in dir drin weißt du das auch? Hör auf damit. Natürlich bist du das. Und du wirst auch wieder aufwachen. Du musst nur endlich anfangen zu kämpfen. Um uns, um unser Leben. Bitte, ich brauche dich hier an meiner Seite. Aber was tust du? Du tust nichts dafür. Bis das der Tod uns scheidet, hast du das vergessen? Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Lass mich gehen, Nicola. Ich lebe nicht mehr. Schalte die Geräte ab. Nein. Warum kann ich dich dann sehen? Warum kann ich mit dir reden? Warum? Weil ich ein Teil von dir bin und das wird auch immer so bleiben, egal was passiert.
Wenn du nur gekommen bist, um mir zu sagen, dass ich dich gehen lassen soll, dann verschwinde. Komm zurück, Philipp. Bitte. Und? Was sagst du? Zu flippig oder geht es? Als mein Pseudofreund hast du Mitspracherecht. Vergiss es. Ich habe keine Lust, mich länger zum Deppen zu machen. Ich bin raus. Jetzt dreh mal nicht durch. Ansgar und ich sind doch schon so gut wie zusammen. Hm? Andi, komm, jetzt lass mich nicht auf dem letzten Meter hängen. Ich verspreche dir auch, dass er dir keine mehr klatscht. Hat irgendjemand hereingesagt? Oh, ich dachte, du wärst allein. Stör ich? Ja. Nein. Andi, wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns mal länger zu unterhalten. Ja, stimmt. Ja, und wie lange seid ihr zwei jetzt eigentlich schon zusammen? Naja, also... 4 Tage, 12 Stunden, 38 Minuten und 21, 22, 23 Sekunden. Also ich habe einen Nudelauflauf im Ofen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr später... Nicht. Du, wann beginnt der Kinofilm? Wir müssen doch bald aus dem Haus, oder? Ja, also wenn du den unbedingt sehen möchtest. Ich gehe da mal. Okay, nur so lange, bis wir aus dem Haus sind, ja? Dann bin ich bei Ansgar und du kannst machen, was du willst. Schade. Fing gerade an, Spaß zu machen. Naja, ich stehe eben auf reifere Semester. Jetzt sag nicht, du hast dir so einen Sugar Daddy geangelt. Was soll's. Ablenkung hat noch immer geholfen. Lass es langsam angehen. Du weißt nicht, was in Timo vorgeht. Ich hoffe nur, dass ich die nötige Geduld dafür mitbringe. Du bist sein Vater. Du hast ihn großgezogen. Du hast ihm alles beigebracht. Und wenn er Kummer hatte, ist er immer zu dir gekommen, weil er wusste, dass er sich auf dich verlassen kann. Was ihr habt, ist viel stärker, als einfach nur verwandt zu sein. Weil es Liebe ist. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde. Und Timo auch nicht. Haltet ihr es wirklich für eine gute Idee, dass Ricardo allein zu Timo fährt? Ich muss das klären und sonst niemand. Bitte. Ich dachte ja nur, dass es für Timo besser wäre, wenn jemand zu ihm fährt, der vielleicht ein weniger belastetes Verhältnis zu ihm hat. Du hast jetzt hoffentlich nicht an dich gedacht, oder? Fangt ihr schon wieder an. Bitte. Ich melde mich, wenn ich da bin. Viel Glück. Mein Sohn ist von zu Hause weggelaufen. Also stell deine Befindlichkeiten bitte hinten an, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Ich mache mir doch genauso große Sorgen um Timo wie ihr. Natürlich will ich, dass dein Mann einen guten Zugang zu ihm findet. Ricardo ist doch für Timo wie ein Vater. Genauso wie Christoph für dich ein Vater war. Alles andere spielt doch keine Rolle. Glaubst du das wirklich? Tief im Herzen weiß es Timo auch. Ricardo wird Timo wieder nach Hause bringen, dann kannst du ihm alles in Ruhe erklären. Was gibt's denn da noch zu erklären? Ich habe alles kaputt gemacht. Vorwürfe nützen jetzt nichts mehr. Du wirst alles wieder gut machen. Sag mal, stehst du eigentlich auf Überraschung? Ja, also seit ich dich kenne, bin ich auf alles gefasst. Ich habe ein bisschen geübt, als du in der Küche warst.
Ja, bitte. Gräfin, ich fürchte, ich weiß jetzt, woher die Geräusche rühren, die Sie den ganzen Tag so irritiert haben. Also? Mein Beileid. Amor. Was hast du denn vor? Willst du mich messen? Ja, ich habe mich ein bisschen mit der Menge verschätzt. Ein bisschen. Aber ich habe auch gedacht, dass Kim noch mit uns essen wird. Ich glaube, du musst dich langsam daran gewöhnen, nur noch für 2 zu kochen. Wo steckt meine Prinzessin eigentlich? Du, die ist im Kino. Mit ihrem neuen Freund. Ach. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, ich glaube nicht. Es ist Andi Fritsche. Andi Fritsche? Moment mal. War der nicht vor kurzem noch mit dieser Dings? Mit Helena von Lahnstein zusammen. Die beiden haben sich getrennt. Ach, und schon die nächste. Klingt ja nicht gerade vertrauenserweckend. Ach komm, gib ihm eine Chance. Er ist wirklich nett. Sag mal, du hast es ja noch gar nicht probiert. Ich mag's aber ganz scharf. Zumindest hat der keine grauen Haare. Also du hättest Kim vorhin mal sehen sollen. Wenn die nicht bis über beide Ohren verliebt ist, dann weiß ich's auch nicht. Ich fürchte, die sind wir auch bald los. Abwarten. Aber momentan ist mir nur eins wichtig. Ansgar von Lahnstein ist endlich Geschichte. Tut mir wirklich leid, aber mir steht heute einfach nicht der Sinn nach Konversation. Wir Männer sind Meister der Taktik, haben unsere Gefühle im Griff, spielen das Spiel nach unseren Regeln, ohne Rücksicht auf Verluste. Schwachsinn. Wir sind auch nichts anderes als Opfer unserer Leidenschaften.